ist ja von dir. Ja, cool, oder? Auf dem Spielplatz mit Caro von Hamburger Kinder unterwegs. Großartige Tänzerin. Caro, was machen wir hier heute? Caro? Caro? Wo bist denn du? Caro? Caro? Hier bin ich. Ah, hi! Na, was machen wir heute? Ich würde sagen, wir checken heute den Spielplatz aus. Okay, musst du noch ein paar Fotos machen oder wie machst du das Ja, jetzt? wir machen ein paar Fotos und dann geht's los. Cool. Soll ich noch irgendeinen Unsinn machen hier irgendwie oder? Mach mal Unsinn. Ja? Cool. Falls du Caro nicht kennst, Caro hat einen Instagram-Kanal und veröffentlicht hier regelmäßig Beiträge zu Ausflügen in und um Hamburg für Familien. Danke dafür, Caro. Gerne. Okay, sind wir hier fertig? Können wir weiter? Oh, vielleicht mach noch ein paar Bilder und dann können wir los. Okay, super. Ich mach noch irgendeinen Schmuh, ne? Ja, mach mal. Und los geht's! Du führst den Instagram-Channel Hamburger Kinder unterwegs. Seit wann machst du das und wie füllst du den Kanal mit Leben? Also wir machen das jetzt schon seit 2 Jahren. Und da kommen natürlich alle Ausflugsziele rein, die wir so finden. Deine Zielgruppe sind Hamburger Familien mit Kindern. Du hast mittlerweile 5000 Follower. Wie fühlt sich das an? Also meine Zielgruppe sind nicht nur Familien, sondern es sind auch Menschen, die Natur lieben. Das sind Menschen, die Hund haben und vielleicht irgendwie Ausflugsziele suchen, wo sie mit dem Hund gehen können. Ich habe ganz viele Erzieher und Lehrer dazwischen, die Ausflugsziele für Klassen suchen. Das ist ganz witzig. Aber ich habe auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, tatsächlich dabei, die für sich Ausflugsziele suchen. Ja, und wir sind seit gestern auf 5000. Das ist natürlich total toll, weil ich freue mich immer über jeden, der reinkommt. Und ja, da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, genau eine Einflugschneise hier, ne? Oder Abflugschneise. Da gab es doch auch einen Aussichtspunkt hier am Flughafen, oder? Da gibt es mehrere tatsächlich. Also wenn du es mit Kaffee haben möchtest, dann müsstest du zum Coffee to Fly fahren. Ja. Und ansonsten Richtung Niendorf. Da gibt es auch einen Rundweg. Ich liebe ja Rundwege. Wo du einmal drum herum fahren kannst mit dem Fahrrad. Und da gibt es überall so Spots, wo du super toll schauen kannst. Hammer. Ich liebe Ausflüge, ich liebe es in der Natur zu sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das die letzten Jahre so selten gemacht habe tatsächlich. Ich liebe es, andere Menschen miteinander zu verbinden, die Orte mit anderen Menschen zu verbinden und denen zu sagen, guck mal, das ist genau deins, geh da mal hin. Und es ist total schön, wie viele Verbindungen entstanden sind zwischen unterschiedlichen Menschen oder Menschen, die jetzt auf einmal einen ganz anderen Lieblingsort haben als vorher, weil sie sich dort viel schöner oder viel aufgehobener fühlen. Ja, und ich sehe mich immer so als kleiner Verbinder zwischen den Menschen und den Ausflugszielen und das ist total schön. Du hast ja eine richtige Passion gefunden. Auf jeden Fall, ja. Was hast du jetzt schon wieder entdeckt? Also ich bin ganz schön runtergebrochen. Ja. Ganz fit ist die nicht mehr. Aber man kann bestimmt noch reingehen. Ja. Ach nö. Ach nö, ich geh mal rein. Hängen geblieben mit dem Rucksack. Ja, cool. Na, willst du auch? Dein bisheriger Höhepunkt war dein Buch im Mai 2023. Da oben haben wir es ja auch stehen. Voll cool. Wie kam das denn dazu, dass du da das Buch geschrieben hast? Das kam tatsächlich dazu, weil ich ganz viele Ausflugsbücher natürlich über Hamburg zu Hause hatte. Und ich war immer gefrustet, weil wenn ich es aufgeschlagen hatte, dann habe ich ein Ausflugsziel gefunden, was ich total toll fand. Dann habe ich gegoogelt, wo es ist. Das war dann irgendwo auf der anderen Seite von Hamburg, so 1,5 Stunden entfernt, wo ich dachte so, nee, für mal eben so, wir haben ja 2 Stunden Zeit und da kannst du mal eben nicht hinfahren. Und es war natürlich auch so, dass die meisten Ausflugsbücher haben immer so die altbekannten Ausflugsziele, Hafen, Plantenblumen, dann also dieses der Standard halt. Standard halt. Oder ja, die Standard Stadtteile wie Eppendorf, dann hast du
St. Pauli drin. Also war immer irgendwie so eine Endlosschleife und immer hat sich alles wiederholt. Vielleicht habe ich aus einem Buch einen Tipp gehabt, wo ich gesagt habe, yay, der ist richtig toll, den Rest kannte ich schon. Und das hat mich total gefrustet. Und irgendwann meinte dann Dirk, mein Mann, zu mir, du Caro, wenn du so ein Buch nicht findest, so wie du es haben willst, dann musst du selber schreiben. Guter Tipp, ja. Guter Tipp. Und dann dachte ich so, ach, und wie kommt man an einen Verlag ran und wer schreibt denn mit mir? Und ich hatte den Junius Verlag, den mochte ich von Anfang an total gerne, weil er wirklich schöne Hamburg-Bücher abliefert. Und ja, und dann habe ich gesagt, wenn ich mit einem Verlag schreibe, dann nur über den Junius Verlag. Renn mich nicht über den Haufen. Ich bin jetzt weitergelaufen. Ja, so. Wo hast du uns denn hier hingeführt jetzt? Wir sind jetzt im Niendorfer Gehege. In Niendorf. In Niendorf? Niendorf. Hamburg-Niendorf. Genau. Und es ist halt ein schönes Ausflugsziel für alle. Und du hast hier eine riesengroße Hundewiese, die ist auf der anderen Seite. Dann hast du da hinten Ponyreiten. Hier hast du das Dammwildgehege. Dann gibt es einen Hier in Hamburg, Waldspielplatz. unglaublich. Einen Grillplatz gibt es. Und ein kleines Café. Genau. Und zwischendurch läuft hier auch eine Hexe rum, das ist die Mirabella Krötenschleim, Cool. die mit den Familien eine Waldführung macht. Das ist auch süß. Weißt du denn, wie viele Bücher du schon verkauft hast? Also so ganz genau weiß ich das nicht, das werde ich wahrscheinlich erst im August erfahren. Aber ich weiß, wir haben mit 3000 Exemplare gestartet, das war die Erstauflage. Und Ende Mai, Anfang Juni waren wir, glaube ich, bei 700 verkauften Exemplaren. Das ist aber echt schon eine Menge, das ist doch voll der gute Erfolg. Hoffen wir. Für dein erstes Buch? Für das erste Buch, ja. Für die Inhalte quasi bin ich denn verantwortlich und auch für die Bilder, die habe ich alle selber gemacht. Ja, das war sehr spannend. Das ist schon cool. Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Ne? Danke. Also echt voll gut. Ja, und dann habe ich mich halt intensiv wirklich mit jedem Stadtteil hier im Norden auseinandergesetzt. Einfach damit man ein Buch hat, wo man seine eigenen Stadtteile wiederfindet. Und ich habe auch festgestellt, dass die Hamburger, die in Hamburg gewohnt sind, ich bin ja zugezogen, ich bin ja in Wirklichkeit aus Mecklenburg-Vorpommern. Ossi, genau. Die kennen gar nicht ihren eigenen Stadtteil, ist mir aufgefallen. Also die Ur-Hamburger, wenn ich da an einige denke, die wissen gar nicht, dass, weiß nicht, 1 Kilometer weiter ein ganz voller Spielplatz ist. Oder wenn sie nach rechts gefahren wäre, wäre da ein total schönes Naturschutzgebiet, oder wo man wandern gehen kann oder spazieren gehen kann mit dem Hund. Man weiß das halt einfach nicht, ne? Richtig. Weil man in seinen 4 Wänden steckt. Und genau. Die haben dann so einen Einzugsbereich von 1-2 Kilometer und da hört es dann auf. Ja, und das kenne ich. Sehr überraschend. Das ist einfach so, ja. Neulich auch irgendwie auf deinem Instagram-Channel gesehen, da hast du irgendwie der grüne Meile, grüne Weg um Hamburg. Oh ja. Das fand ich total cool, wusste ich gar nicht. Der ist richtig cool, ja. Das ist der zweite grüne Ring von Hamburg. Das ist eine Fahrradtour, die geht einmal in Hamburg herum. Das sind auch nur, ich glaube, 100 Kilometer. Das ist Trainierte, aber ich fand das total cool. Also wir sind damit rumgefahren, haben 9,5 Stunden gebraucht. Wenn ihr längere Fahrradtouren liebt, ist der zweite grüne Ring um Hamburg bestimmt etwas für euch. Auf etwa 100 Kilometer verbindet der Rundweg die schönsten Naturschutzgebiete, Parks und Grünflächen von Hamburg. Ausgeschildert als Route 11 geht es durch Obstplantagen, Deichgebiete, Wälder, vorbei an Seen und Flüssen sowie am Ohlsdorfer Friedhof und am Flughafen entlang. Wie grün Hamburg wirklich ist, fällt auf dieser Route besonders auf. Und die ein oder andere Naturperle zeigt, dass Hamburg nicht nur sehr vielfältig ist, sondern auch zu den schönsten Städten der Welt gehört. Auf dem Instagram-Account kommt halt auch nicht alles drauf, da kommen wirklich nur
ein paar, so eine Handvoll Ausflüge rein. Dann gibt es da meine Webseite, da findet man noch mal ein bisschen mehr. Und im Buch ist dann mein geballtes Wissen drin. Also da sind auch Wochenmärkte drin hier, wo ihr Bücher tauschen könnt. Das ist mir auch immer wahnsinnig wichtig wegen Nachhaltigkeit. Hundeauslaufzonen sind hier drin, also das ist schon ganz cool. Also mehr Wissen geht da nicht. Ja, also die geballte Kompetenz. Genau, und ich war an jedem Ort, über den ich geschrieben habe. Das ist ja auch nochmal so ein Sonderling, genau. Also es sind nicht Orte, die ich aus dem Internet gefischt habe, sondern ich war tatsächlich wenigstens einmal kurz mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Dein Buch ist ja jetzt über den Hamburger Norden. Hast du da irgendwie einen Geheimtipp oder einen Favoriten? Was würdest du jetzt besonders empfehlen, was du hier in Hamburg im Norden findest? Wo du die Leute hinschicken würdest? Es kommt immer drauf an, also wer fragt und was für Wünsche er hat tatsächlich. Da ich ja wirklich den kompletten Norden mit dem Fahrrad abgefahren bin, habe ich natürlich sehr viele Favoriten. Das ist auch bei mir, wenn ich irgendwo dann ankomme und im ersten Moment dann sage, wow, wo bist du denn? Und das passiert sehr häufig. Ja. Dann wechseln sich auch meine Lieblingsorte ganz schnell. Das heißt, du kannst dich gar nicht so richtig festlegen. Nee, ich kann mich gar nicht so richtig festlegen. Also ich persönlich bin wahnsinnig gerne in Wäldern unterwegs. Am besten da, wo so gut wie keine Menschen sind. Da bin ich glücklich. Meine Ruhe. Genau. Spielplätze ist jetzt gar nicht so unbedingt mein Ding. Da gehe ich wahrscheinlich nur hin, weil ich mit den Kindern hin darf. Und die findet man ja auch einfach. Die findet man einfach, genau. Ja, aber gute Spielplätze ist in Hamburg schon wieder so ein Problem. Wenn du in Norderstedt zum Beispiel gehst, Norderstedt hat einen wunderbaren Spielplatz, die haben ganz, ganz tolle. Hamburg ist da noch so ein bisschen mittelalterlich hinterher. Ja, Sandkiste, Wippe, Schaukel. Ja, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. Manchmal auch nur Wippe und Sandkasten. Ja. Oder von, was ich, 1960 oder Ja, so. genau. Und seitdem nichts gemacht, ja. Genau, richtig. Wo hast du uns denn hin entführt hier heute? Ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Okay. Wir gehen jetzt gerade zum Salzraum. Im Salzraum. Das ist in Niendorf. Und ja, was ist das? Siehst du ja gleich. Cool. Bin gespannt. Hallo. Wenn ihr aufnehmen wollt, dann lieber die Mütter zur Seite, ne? Der ist da gut drauf. Hallo. Dass wir kurz kommen Vielen Das Dank. ist Ralf, Hi. der Kameramann heute. Okay. Und ich würde dich fragen, willst du ein Buch auslegen? Ja, sehr gern. Sehr cool. Wie toll. Dankeschön. Macht entspannt, ne? Nehmt euch die Zeit hier. Gut. Danke. Wow. Ist cool, oder? Hat ja was. Neblig hier drin. Genau, hier wird ja das Salz vernebelt. Das ist auch alles Salz hier. Das ist alles Salz, genau. Der Boden ist Salz. Und hast du hier die Wände sind alle mit Salz gemacht. Also das ist mega cool. Da unten spielst du im Salz mit den Kindern. Also das ist richtig cool. Das heißt, du gehst hier, bringst hier die Kinder rein und dann die heilende Wirkung vom Salz. Genau, wahrscheinlich, richtig. in die Luft. Genau, die Luft. Dann wird hier noch das Salz vernebelt. Und irgendwann dämmt sich dann das Licht. Und dann sitzt du hier im Dunkeln und dann hast du hier überall Sterne. Echt und geil. das ist richtig schön. Genau, und dann dauert, ich glaube, 20, 25 Minuten dauert so eine Anwendung. Und das ist halt wirklich toll. Wie findest du denn so eine Ausflugsidee hier, Mann? Also, ich habe noch nie von gehört. Ich meine, jetzt eine Boxhalle, ein Salzraum, hä? Das ist crazy, ne? Ja. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich die finde. Die sind auf einmal da. Kann ich sagen. Ich finde die auf einmal. Aber und sehe googelst du die- das oder fährst du Nee, hier gar vorbei? Oder? Nee, die ploppen irgendwann bei mir auf. Krass. Die finden Zieh dich ich eher zieh so, magisch ja. an, genau. Ja. Gut, passiert ja meistens so, ne? Genau, richtig. Ja, aber es ist ganz witzig. Es riecht ja auch schön nach Salz und es geht ja gleich in die Lunge rein. Ne? Das ist so ein bisschen, Danach fühle ich mich ganz gesund. ist so ein bisschen wie an der Nordsee. Ja. Genau, dann gibt es doch dieser große Salzraum. Da stehen auch richtig Liegen drin, dass man sich hinlegen kann. Und da ist dann nur ein ganz kleiner Salzspielbereich, aber das ist natürlich auch toll. Ralf spielt erstmal. Ich spiele erstmal. In der Salz-Kinderspielecke. Wir können auch ein. So. Und weg. Gute Nacht. Okay, wo bekommen wir denn ein Buch? Also das Buch kriegt ihr überall im Buchhandel, überall da wo es Bücher gibt. Ihr könnt es bei Amazon bestellen und auch im Internet.
Also eigentlich weiter. In jedem bekannten In Buch. jedem also. bekannten Buch an. Was zu sehen. Ja, cool. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Ja. Sehr schön. Das heißt, du bist jetzt schon in der Vorbereitung für das nächste Buch? Ein bisschen. Ein Das, bisschen. das zweite Buch ist offiziell noch nicht bestätigt. Es wurde aber schon angeteasert. Das heißt, du hast eigentlich schon einen Vertrag so, oder so einen halben Vertrag, dass du eins machst? Mir So? weiß ich doch nicht so. Darfst du vielleicht auch noch gar nicht sagen, ne? Darf ich noch gar nicht sagen. Ja, Genau, okay. aber klar, Aber du würdest gerne eins. ich würde es sehr, sehr gerne, genau. Hallo. Schönes Latte Macchiato. Genau, ein Macchiato mit Hafermilch. Oh, lecker. Hafermilch geht immer. Das ist richtig gut. Und Käsekuchen. Und Käsekuchen. Und Himbeertee. Ja. Aber es gibt hier auch herzhaftes und den besten Spundenkäse der Welt. Also der ist sehr, sehr lecker. Probier mal. Probier mal. Lass es dir schmecken. Oh, der ist wirklich voll Der ist sehr lecker. Voll gut. Sehr lecker. Ganz toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Buch. Ich freue mich echt für dich, echt super. Du hast es gehört. Wenn du interessiert bist an dem Buch, dann schau doch einfach mal in der nächsten Hamburger Buchhandlung vorbei. Und wenn du nicht in der Nähe wohnst, dann kannst du auch einfach bei Amazon das Buch bestellen. Mit 20 € ist es deins. Ich denke, das ist eine super Investition und gleichzeitig unterstützt du ein tolles Projekt. Bis zum nächsten Buch, würde ich sagen, oder? Oh ja.